Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rail Nation, die Show. Und diesmal mit Game Designer Bruno. Servus. Servus. Schön, dass du dabei bist. Und ihr wartet alle schon ganz gespannt auf ein bestimmtes Thema und das sind die neuen Personentransporte. Und dazu kommen wir auch gleich. Aber erstmal, hier gibt es jetzt heute was zu gewinnen. Irre. Und zwar unser neuen Swag. Eine Tasse mit Klackerkuli. Einen fantastischen neuen Rail Nation Block. Dazu die fantastische Rail Nation Box. Ein Rail Nation T-Shirt und einen unserer brandneuen Personenzüge. Und das alles kann euch gehören unter einer Prämisse. Und zwar verlosen wir das ganze Zeug hier unter allen netten Kommentaren unter diesem Video. Und zwar, warum sind für euch die Personentransporte das nächste große Feature? Wir sind gespannt. Und jetzt kommen wir erstmal zum Thema. Bruno, Personentransporte, wie sieht's aus? Was gibt's Neues? Wann kommt's online? Erzähl uns alles. Okay, dann fangen wir mal an. Also zunächst muss man mal sagen, wir haben jetzt neue Loks, die nur Personen fahren können. Haben wir 13 neue Loks insgesamt im Spiel, da kann ich euch gleich mal ein paar zeigen. Zum Beispiel in der ersten Epoche den Wal. Sehr schöne Lok, oder wie ihr gerade gesehen habt, den ICE in der 6. Epoche. Oder auch Minerva genannt. Hier seht ihr ihn. Dazu gibt es in jeder Epoche noch eine Bonuslok, Personen-Bonuslok, wie zum Beispiel auch in der 6. Epoche hier den Shinkansen. Die ganzen Loks seht ihr in einem anderen Video von uns. Das ist jetzt hier unten eingeblendet. Da könnt ihr dann alle 13 Loks euch angucken. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze im Spiel funktioniert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Libelle, ist eine Personenlok, ist die Bonuslok der ersten Epoche. Und zeige euch mal, wie man jetzt hier einen Fahrplan setzen kann. Also ich habe insgesamt 3 Städte angeschlossen, muss man dazu sagen, und Personen können immer nur von Stadt zu Stadt gefahren werden. Und da gibt es noch eine Besonderheit, Bruno, ne? Nämlich die Stadt muss ein bestimmtes Level haben. Genau, also ab Stadtlevel 5 fordern die Städte Personen an und die werden dann auch zum Aufstieg benötigt. Abgeholt werden können Personen aus allen Städten, können sie nur in Städte, die mindestens Level 5 erreicht haben, gefahren werden. Ich habe 3 Städte angeschlossen, wie gesagt, die haben alle schon Level 5 und ich setze den Fahrplan jetzt mal neu, wie das zum Beispiel aussehen könnte. Also erste Station, Klick auf die Stadt, lädt 35 Personen ein, so viele kann die Lok ziehen. Dann kann ich jetzt entscheiden, liefere ich hier ab in der nächsten Stadt oder fahre ich vielleicht direkt in die nächste Stadt? Machen wir das mal. So, jetzt lade ich hier meine 35 Passagiere ab und kann jetzt entscheiden mit diesem Klick auf das Plus, will ich dort gleich wieder welche mitnehmen. Mache ich jetzt mal. Und kann die dann zum Beispiel in der mittleren Stadt abliefern. Alle abgeladen, bestätigen und los geht's mit der Lok. Gucken wir mal, wo sie ist. Hier wartet sie und lädt die Person auf. Dabei gilt es jetzt zu beachten, dass die ganze Prämienkalkulierung bei den Personentransporten anders funktioniert. Für jede Strecke zwischen 2 Städten gibt es einen anderen Preis. Also es hängt nicht davon ab, wie viele Personen jetzt in die Stadt schon gefahren wurden, wie bei den Wahlen, sondern wirklich für jede Strecke anderer Preis. Und das hängt hauptsächlich davon ab, wie viele Passagiere dort von den anderen Spielern auch gefahren werden. Also wir sehen es jetzt hier zum Beispiel von Sandport nach Glockhaven hier unten würden wir momentan $125 pro Passagier bekommen. So ein Tooltip zeigt auch nochmal, wie sich genau der Preis zusammensetzt. Und wenn jetzt weniger andere Spieler diese Strecke bedienen, dann steigt der Preis. Also immer gucken, wo fahren weniger, dort fahren, um den besten Preis zu bekommen. Und wenn wir jetzt hier in die Stadtinfo gehen, sehen wir auch, hier bei Level 6 jetzt bei Sandport werden 900.000 Passagiere benötigt, um die Stadt wachsen zu lassen. Momentan sind 530.000 gefahren und sobald die 900.000 erreicht sind, wird dieser Balken auch grün und ihr könnt euch auf die Waren konzentrieren und dann die Stadt wirklich wachsen lassen.
Gut, da haben wir jetzt ein paar Fragen aus unserer Community dazu. Die haben schon auf dem PTR mal getestet, ist im Moment voll, ne? Also den Server nicht sprengen, wir testen noch und ihr bekommt es auf jeden Fall so schnell wie möglich. Stimmt's, Bruno? Die Personentransporte? Super. Weiter zu unseren Fragen aus der Community. Setzen sich die Personen nach der Stadtbevölkerung zusammen? Heißt 20 Spieler gleich 200k Personen, 30 Spieler 300k Personen und so weiter und so fort? Ja, so ein bisschen. Also es gibt für jede Stadtstufe einen festen Wert, zum Beispiel bei Stadtstufe 7, wie ihr hier seht, ist es 1 Million. Und dann kommt noch dazu, wie viele Spieler aktiv in dieser Stadt spielen. Also in dieser Stadt spielen jetzt zum Beispiel mehr als 100 Spieler. Können wir genau gucken. Das sind insgesamt 187 und dadurch wird der Wert noch ein bisschen erhöht und das sind dann eben nicht genau 1 Million, sondern 1,319 Millionen. Und im Gegensatz zu den Waren verbrauchen sich Passagiere aber nicht, richtig? Die verbrauchen sich nicht. Super. Das heißt, ein Passagier, wenn der geliefert ist, bleibt er immer in dieser Anzeige hier und verbraucht sich nicht. Und noch eine weitere Frage, und zwar steigt die Anzahl der Personen, wenn die Stadt zum Beispiel auf die nächste Stufe geht? Ja, also wie gesagt, bei Level 7 haben wir 1 Million angefordert und bei Level 8 wären es dann 1,25, also das steigert sich immer und eben kommt noch dieser Spielerfaktor obendrauf. Spitze. Und dann hatten wir gleich eine weitere Frage und da kommen wir eigentlich direkt zum nächsten Thema und zwar ebenfalls ein neues Feature, das Museum. Ging es darum, muss ich mir jetzt aussuchen, ob ich Waren oder Personen liefern muss, wird das eine von anderen abhängig gemacht etc. Aber eigentlich kann ich mir das aussuchen, richtig? Ja, also bei der Forschung entscheidet man sich ein bisschen, aber dann haben wir das neue Feature Museum. Mit dem Ausbau des Lokschuppens habt ihr die Möglichkeit, mehr Loks einzusetzen, wie bisher, aber auch noch mehr zu kaufen. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel 10 Loks besitzen, aber 5 dürfen nur fahren. Und die Loks, die ihr dann momentan nicht braucht, also ich fahre jetzt hier zum Beispiel gerade Waren, jetzt will ich aber auf Personen umschwenken, dann nehme ich mal zum Beispiel die beiden Loks, sag ins Museum. Dann seht ihr jetzt hier, ich habe im Museum auf der rechten Seite einige Loks und zwar der Wal ist eine Personenlok und ich tausche jetzt zum Beispiel diese 2 Falken gegen, nehmen wir mal die beiden und kann hier auch noch auswählen, in welcher Stadt die dann auftauchen sollen. Nehmen wir mal Stockport. So, jetzt werde ich nochmal gefragt, ja. Und ihr seht jetzt, die beiden sind jetzt in meiner Zugliste und ich kann die auf die Reise schicken. Also im Prinzip eine Hilfestellung, dass ich jetzt noch einen noch größeren Fuhrwerk haben kann, noch mehr Züge fahren kann und mir halt nicht aussuchen muss, so möchte ich jetzt gerade Waren- oder Personentransporte, sondern ich kann immer wieder switchen durch das Museum. Genau. Klasse. Da kann der Wal auch in Epoche 2 bis 6 fahren, auch ohne dass man die Kupplung hat. Ja, das kann er. Also die Kupplung gilt ja nur dafür, dass andere Waren gefahren werden können. Hier sind es immer Passagiere bei den Passagierloks und der kann auch in Epoche 6 noch fahren. Also eine sehr logische Entscheidung aus dem Entwicklerteam. So, und wenn ihr jetzt heiß seid auf die neuen Personentransporte, dann gibt es noch eine Sache, die ihr unbedingt beachten müsst. Und zwar, da dreht es sich um die Bahnhofshalle. Ja, also ihr könnt Personenloks nur kaufen, wenn ihr die Bahnhofshalle ausbaut. Also am Anfang bei Stufe 1 könnt ihr schon eine kaufen, aber wenn ihr natürlich mehrere Personenloks kaufen möchtet, dann müsst ihr auch die Bahnhofshalle dementsprechend ausbauen. Also ich bin jetzt hier Stufe 8. Darf 8 Personenzüge haben, habe 7, also könnte ich noch einen kaufen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt Personen transportieren möchte? Kriege ich dann eine gewisse Prestigeausschüttung? Wie funktioniert denn das eigentlich? Also das funktioniert im Prinzip wie bei den Waren auch. Also diejenigen, die an einem Tag die meisten Passagiere in eine Stadt bringen, bekommen Prestige. Ihr seht auch, die Anzahl des Prestiges ist gleich wie bei den Waren. Es ist so, dass es nur so lange Prestige gibt, bis dieser Balken im grünen Bereich ist. Weil danach, wenn ihr mehr Passagiere in die Stadt fahrt, bringt es der Stadt gar nichts mehr, dann gibt es auch kein Prestige mehr. Wenn aber diese Zahl erreicht wird, genau zu diesem Zeitpunkt kriegt nochmal jeder Lieferant der Person an diesem Tag kriegt nochmal Prestige. So, jetzt kommen wir leider schon zum letzten Punkt für unser heutiges Video. Schade, schade, schade. Und zwar der brandneuen Lotterie. Und wen treffen wir da?
brandneu mit dabei, unsere neue Kollegin Fräulein Okern, die ich jetzt einfach mal frecherweise so nenne. Wir suchen derzeit einen Namen für sie auf Facebook, falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Jetzt im Moment heißt sie einfach mal Fräulein Okern und wie schön sie aussieht. So, was bringt sie denn an Neuerungen in der Lotterie mit, Bruno? Also es gibt 2 größere Neuerungen. Einmal, wie ihr hier seht, könnt ihr jetzt 3 Lose auf einmal kaufen. Für 70 Gold, also billiger als wenn ihr 3 einzelne kauft. Ich mache das jetzt mal. Und ihr seht dann, fächern hier schon 3 Lose hintereinander auf. Und ihr könnt ganz schnell auch sofort das nächste einlösen durch einen schnellen Klick. Gleich bist du reich. Gleich bin ich reich und kann auch noch das Gebäude billiger ausbauen. Mache ich dann gleich. Zeige euch vorher aber erst die nächste große Neuerung hier. Und zwar, wenn ihr hier auf Gewinne klickt, seht ihr schon, dass dieser Screen ganz anders aussieht als früher. Und ihr seht jetzt wirklich, welche Gewinne aktuell möglich sind. Also wirklich alle möglichen Gewinne. Und ihr seht auch immer gleich noch, wie viele Gutscheine ihr von der jeweiligen Sorte schon besitzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Lokgutschein, dann habe ich ja gerade hier diesen Gebäudeausbaugutschein gewonnen. Der wird hier auch angezeigt. Dann habe ich noch 65 Logboost-Gutscheine. Und also die oberen Gewinne hier kann ich alle gewinnen. Und dann kommen unten die ich nicht gewinnen kann. Baureingutschein übrigens auch einer der neuen Gewinne. Weil du die bereits gewonnen hast, deswegen kannst du es jetzt gerade nicht gewinnen, oder? In diesem, also bei den Bonusloks, da gibt es nur einmal zu gewinnen pro Epoche. Die habe ich beide natürlich schon gewonnen. Deswegen kann ich die jetzt nicht mehr gewinnen. Und bei den anderen Gewinnen, also kommt es darauf an, wie diese Lotteriestufe hier zum Beispiel ist. Münze gibt es erst ab Stufe 3, ich bin erst bei 2. Deswegen kann ich das noch nicht gewinnen. Also es steht jetzt immer dabei, wenn ihr was nicht gewinnen könnt, woran das liegt. Zum Beispiel bei den Kleidungsgutscheinen kann man maximal 3 besitzen, habe ich schon, und deswegen kann ich es aktuell nicht gewinnen. Ja, Bruno, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, uns das Ganze mal ein bisschen näher zu beleuchten. Hoffentlich hat es euch da draußen Spaß gemacht. Bald kommen die Personentransporte auf die Live-Server. Wir dürfen alle schon mal gespannt sein. Ihr werdet natürlich weiter informiert auf Facebook, im Forum, hier auf YouTube. Hinterlasst einen netten Kommentar und gewinnt Tasse, Zug, Box, T-Shirt, alles, was wir so für euch gefunden haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht wieder mit Bruno, vielleicht mit Adrian. Man weiß es noch nicht so genau. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.